Ja, hoi miteinander. Grillo della Muerte. Es geht weiter. Wir sind heute beim Oli. That's me. Gut, legen wir los. Affengeil. Der macht richtig kranken Scheiß, was Lack angeht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt zeigen wir euch, was der Oli alles zaubert da rein. Und jetzt brauchen wir 90 Sekunden. 85. Huere Scheissdreck. Das ist ja kein Limit. Bleibt dran, sind gespannt. Hey, schön hast du uns eingeladen in dein Reich. Gern. Schön haben wir dich mal kennengelernt. Du machst richtig geilen Scheiß. Du machst alles. Du machst einfach alles, was Lack angeht. Ich habe das gesehen und gedacht, der Sieg hat doch voll Eis an der Waffel. Ja. Richtig, auf einer sympathischen Seite selbstverständlich. Ja. Also, ich bin der Oli von Olis Paintwork. Ich mache eigentlich alles, was mit Farbe zu tun hat. Egal, ob es mit Airbrush ist, von Hand, mit dem Pinsel an der Wand oder irgendwas. Einfach alles, was mit Farbe flasht mich. Hauptsächlich mache ich Töpfe. Ich baue auch eigene Töpfe um und mache so ein bisschen übertriebenen Scheiß zum Teil. Ja, und ich habe einfach richtig Bock, eben mir dreckige Hände haben. Das ist einfach mein Ding. Eben, du Pinstriping, Ja. Wassertransfer, wo wir heute übrigens sehen. Ganz verreckte, verschiedene Lack natürlich. Das ist schon fast ein bisschen, ich sage mal, das Banalste, was du machst. Ja. Wand an Wand anmalen, in Häusern, Fassaden, Ja. egal. Egal. Also ich habe einen Kunststuhl gemacht und durch das kann ich sehr gut porträtieren. Und so hat es eigentlich angefangen bei mir, Menschen zu zeichnen. Und das ist mir richtig gut gekommen und das bin ich drin eingerutscht. Also hast du das Handy dafür. Ganz eine geile Höhle hast du da auch natürlich, oder? Du machst alles hier im Haus. Ja. Ich kann euch sagen, ganz abgefahrene Sachen. Und dann haben wir gedacht, Grillo della Muerte. Da haben wir zuerst mit Hand zeichnen und Zeug und Sachen. Und dann habe ich deine Hayabusa gesehen. Zum Beispiel. Das ist genau das Richtige. Jetzt wollen wir euch zeigen, Zwischenschritt. Das Zeug ist parat. Unter verschiedenen Schichten. Ja, eben. Und dann, was gibt's? Metal Flakes. Ja, zuerst wir jetzt mal grundieren für den Wassertransfer. So, bevor wir überhaupt anfangen können, ist immer das Gleiche. Putzen, putzen, putzen. Putzen und entfetten. Ja. Weil es gibt immer so Kalorien wie ein Sick, der reingefingert, oder? Was ist das lässig da? Genau, so ist es. Nimmt man Silikonentferner, ein kleines Lümpli und reibt ein paar Mal durch. Dann sehen wir gerade, wie es anfängt zu glänzen. Wunderbar. Wassertransfer, kannst du das irgendwie sagen? Weißt du, wenn du jetzt so einen kompletten Rahmen Wassertransfer Machbar. ist machbar. Machbar, mein Becken ist gross genug. Ja. Und wenn du jetzt aber so einen Bereich zum Beispiel wie das Dreieck, dann musst du in mehreren Schritten das machen. Nein. Nicht, das bringst du einmal an. Dir, ja. Und dann bringst du 180 Grad hin. Ja. Wenn du jetzt so etwas hättest als Rohrrahmen, wie jetzt der Nico Goldbober zum Beispiel. Rohrrahmen? Ja. Ja, geht schon. Wirklich? Ja. Aber ich muss halt splitten, Seite um Seite. Das ist klar. Das ist klar. Ja, Ja. aber sonst geht das rein. Ja. Extra für uns hat er Folie gemacht oder machen lassen. Also ich habe sie designt und drucken lassen. Genau. Und zwar in grün und in schwarz, dass man es auch richtig sieht auf den jeweiligen Farben. Also das eine ist unter dem Grün und das andere auf dem Weiß. Genau. Tue ich jetzt das Ganze einen Haftdruck bilden für den Wassertransfer. Das ist ganz wichtig, sonst hebt der Keim nicht. Der funktioniert eigentlich ganz einfach. Man spritzt es drauf und lässt es eine halbe Stunde ungefähr trocknen. Dann gehen wir den Wassertransfer machen. Weil wenn man zu lange wartet, hebt er wieder nicht. Muss ich nochmal grundieren. Das ist ein bisschen eine tricky Sache mit dem Wassertransfer. Gut, legen wir los. Ist das destilliertes Wasser oder so? Nein, das ist ganz normales Leitungswasser. Okay. Man muss es ja auf 30 Grad temperieren. Dann haben wir hier die schöne Folie. Ich nehme noch ein mehr. Weiß nie. So, und jetzt ist ja das so eine spezielle Folie, die ist gedruckt worden.
Die hat dann hier noch so eine Schutzfolie drüber. Und bei der Wassertransferfolie ist immer eine Seite klebrig und eine Seite nicht. Macht man den Finger nass. So ein Säckchen kurz ein bisschen drücken. Und dann merkt man, da ist die klebrige Seite. Und die klebrige Seite kommt gegen runter. Das habe ich nie live gesehen. Dann legen wir das hier schön rein. Ohne Luftblasen. Das ist ganz wichtig, weil dort habt es sonst nicht. So, und jetzt brauchen wir 90 Sekunden. Tack. 90 Sekunden ab jetzt. 90 Sekunden. Gut. Und ab 90 Sekunden ist sie eigentlich erst ready. He? Ja. Und bei 100 Sekunden ist es schon vorbei. Dann muss ich den Aktivator drauf tun. Aha. Und der Aktivator, das ist eine Art Lösemittel, Ja. wo der Kleber, der da drauf ist, dann aktivieren tut. Und der drückt es durch die Folie durch. Ja, darum alles die klebrige klar. unten. Ja, ja. Und zurückbleiben tut dann nur noch der Kleber und Ja. das Druckte. Ja, okay, alles klar. Aha. 80 Sekunden. Nein, jetzt passt der Schluch. 5 Sekunden. 85. 90 Sekunden. Ja, das ist gegangen. Ich muss einen anderen Schlauch haben. Huere Scheissdreck. Scheiße. Falsch verwünscht. Jetzt könnte ich meinen Ellenbogen quasi. Willst du? Okay. Bringst du nicht mehr weg. Ein paar Tage pro Tag nicht. Aber wirklich? Also dann Aber jetzt kannst du die Folie eh nicht mehr brauchen. Ist das richtig? Ja, aber jetzt haben sie nicht. Wenn ich jetzt so den Finger hebe, Ja, da passiert gar nichts. passiert gar nichts? Nein. Ah nein, da passiert wirklich gar nichts. Nein, wieso passt denn die nicht? gleichen Gedanken gehabt. «75, 5, 4, 3, 2, 1, 90 Sekunden.» Du hast ja das Gefühl vorhin, oder? Wie es schleimig ist. Ja, ja, Vollgas. Jetzt Oh ja, hä? ist anders, gell? Verrückt. So muss es überall sein. Dass es so brutal fein ist. Ja, ich bin natürlich schon gickerig jetzt auf weitere Sachen wie da. Da ist ja kein Limit. Nein. Jedes Mal, wenn ich etwas Neues sehe, muss ich das haben. Das ist wie so, ja, Gatsching! ja, wie so ein kleines Kind immer. Das ist eine meiner Arbeiten. Meine vergoldete Hayabusa. Da haben wir Schlagmetall. Das ist wie Blattgold, einfach aus Messing, wo ein bisschen verbrannt wurde. Dann die ganzen Felgengeschichten und das unter dem Wassertransfer hier. Das ist alles Blattgold. Dann haben wir da die ganzen Schrübeli vergoldet, das Fahrwerk gemacht, Motortuning gemacht, Heck, Frontumbau. Das komplette Cockpit habe ich vergoldet. Natürlich Metal Flakes ohne Ende. Metal Flakes natürlich, klar. Ganz viel. Das ist ein abartiges Ding, he? Also ich hatte das Projekt wirklich im Kopf gehabt. Und dann habe ich mir halt alles gekauft, was braucht dazu. Ja. Um das zu machen. Ich meine, ich habe auch Kabel vergoldet, oder? Das ist wirklich irre. Hey. So sieht man mal, was man eigentlich alles machen kann. Da habe ich ein paar Tage gehabt, bis es passt. In Exzess. Ist halt nicht Töffel fahren, gell? Drückst auf den Pinsel, bist auf 150, oder? Aber da sieht man es jetzt auch wieder, das ist noch krass, wie es die Folie gleich auch in die Schrauben. Ja, Da fehlt übrigens eine Schraube. Ja, hast du jetzt gerade auch gesehen. Eine goldene verschworen. Aber stundenmässig würde ich sagen, so um die 400 vielleicht. Was hast du jetzt vorher gesagt? Ist nicht unbedingt zum Schnellfahren?
Das ist vom Burnout, Ja. den ich bei dir gemacht habe. Ein halbes Anti-Gummi-Abrieb unten drin, oder? Schön. Jetzt ist die Sonne weg. Heftiges Zeug, genau. Ja. Das ist ein Zeichen. Erstes Zeichen Wir zum wieder Weiterarbeiten, genau. Würde ich sagen, legen wir los mit den Flakes, oder? Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du rührst die Flakes grad direkt in Klarlack, nur es gibt schnell mal Läufe und dann laufen die mit. Ja, Deswegen tue ich jetzt hier ein bisschen Klarlack drauf Ja. und dann die Flakes separat. Ja. Ja, das macht irgendwie Sinn, ja. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I fade into oblivion. Da ist die ganze Rübe verglitzert alles. Echt? Dann gehen wir mal die Sonne raus, Klarlack drüber. You better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. There's mud on the floor. Ja, Oli, geil, überall Metal Flakes. Ist herrlich, also man kann schon ein bisschen an und her, das geht, ist klar. Natürlich für euch auch schwierig, um jetzt überall alles zusammenzusetzen. Was war es überall gewesen? Und aber genau, das wollen wir ja auch, oder? Ja. Weil der Aha-Effekt soll ja auch riesengroß sein. Ich würde sagen, Oli, ich danke dir vielmals. Gerne. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe schon etwas gesehen. Es ist richtig spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Danke vielmals. Ja, aber jetzt musst du noch schnell... Ich habe noch etwas für dich. Hast du noch etwas Ich für habe mich? noch etwas für dich und wenn ich darf, würde ich es gerne holen. Also gut, sehr gern. Kleiner Also etwas, Moment. wo ich nichts davon weiss. Etwas, was du nicht kennst und nicht weisst. Und Ich hasse Überraschungen. Was ist das? aber vorsichtig, gell? Nicht, dass es runterfällt. Ja. Fein ist mein zweiter Vorname. Ja, oder? ich glaube, das passt. Ja. Nein. Das ist sicher ein Double, oder? Fuck. Shit, hey, wie hast du das gemacht? Hey, nein, schau, das ist wieder viel zu krass, oder? Hey, nein, das ist ja viel zu heftig. Over you all with your wings entwining. You better face the fall. Zero. Everybody's trying to be heroes when all they have to say to be. Oli? Hey, das ist heftig, Mann. Danke vielmals. Man kann auch Porträts auf einen Tank bringen. Ja, das hast du mir jetzt, aber jetzt bin ich gerade verschraubt. Das ist jetzt wieder etwas Neues. Hey, nein. Hey, voll zu heftig, oder? Hey, Oli, das ist zu viel, ey. Hey, schau mal das abartige Accessoire. Wenn wir die Möglichkeit haben, zum Sieg zu gehen, dann sehen wir mal strahlen. Ja, genau. Krass, jetzt bin ich auf dem Tank. Vor allem glitzern vor allem. Hey, Hure. Bin ich immer noch nass. Nur, da sieht man aber. Oh, noch verstecken. Da.